Hallo, ich bin Dirk von Magneglide und in diesem Video geht es um Plagiat. Und zwar genau um Plagiate von Fahrradlampen. Hier ist das Original von meiner Firma Magneglide, ein Rücklicht. Und hier habe ich das Plagiat, was sehr ähnlich aussieht, aus China. Und ich zeige erstmal, was hier überhaupt passiert oder wie diese Teile funktionieren. Das sind berührungslose Fahrradlampen. Das heißt, die funktionieren mit Induktion. Hier sind Magneträder drin. Ich habe hier eine Fahrradfelge. Wenn ich hier dran drehe, dann sieht man, dass das Ganze ohne Berührung der Felge eben leuchtet. Das ist sehr schön. Man braucht keine Batterien mehr. Schraubt sich so eine Lampe ans Rad und hat immer Licht dran. Und das Plagiat möchte oder macht im Prinzip was Ähnliches. Das schauen wir uns später mal genauer an, ob das alles so passt. Aber für den Kunden, für euch, den Käufer, ist es natürlich interessant, weil die Dinger meistens viel billiger sind als unser Original, in das wir natürlich schon viel Entwicklungsaufwand reingesteckt haben, Patente angemeldet haben. Aber günstiger ist das hier schon. Damit kommen wir auch schon zum ersten, nicht so überraschenden Punkt. Plagiate sind billig. Ich nehme die beiden Teile nochmal in die Hand, die beiden Rücklichter, das Original und das Plagiat unterscheiden sich nicht so sehr rein optisch. Der Kunststoff ist hier etwas edler, hier etwas matter, aber vom Preis her tatsächlich gibt es diese Teile für ungefähr 20 Euro und auch zum Teil drunter. Haben wir hier eine Webseite, wo es das auf diversen China-Shops zu kaufen gibt, um die 20 Euro. Es werden 240 Lumen versprochen, Lichtleistung. Das schauen wir uns später mal genauer an, ob das wirklich alles so stimmt. Hier ist noch eine zweite Kopie. Da ist wirklich bis auf das Logo hier drauf die komplette Form kopiert worden. Selbst die Halterungen mit einem Klickmechanismus und einer Schelle, die von Cat-Eye kopiert worden ist, ist komplett nachgemacht worden. Damit es auch keiner verwechseln kann, hat diese Firma hier sich wirklich den Spaß erlaubt, ein persönliches Bild von mir, da hinten hängt es an der Wand, jetzt mal hier runter. Da fahre ich mit unseren Lampen vor unserer Haustür herum und das haben die guten Chinesen tatsächlich in die Anleitung übernommen, nur die weißen Vorderlichter rot markiert und das Ganze dann chinesisch unterlegt. Das sieht alles sehr schön aus für denjenigen, der das kauft, denn man könnte jetzt denken, hier kann ich quasi das gleiche Produkt kaufen zum halben Preis oder vielleicht noch ein bisschen weniger. Ist nur noch die Frage, funktioniert das Ganze wirklich toll und lohnt es sich dafür dann, so ein Produkt überhaupt zu kaufen? Jetzt schauen wir uns einmal an, was hier passiert. Dazu ziehe ich mal wieder das Rad hier ran. Ich habe hier nochmal unser Rücklicht. Ich drehe an dem Rad. Durch Wirbelstrominduktion erzeugt das Magnetrad hier drin einen Wirbelstrom in der Felge und der Generator erzeugt dann Licht für unsere Lampe. Das ist schön. Nehmen wir das Rücklichtplagiat hier aus China. Ich gebe noch ein bisschen Schwung. Ob das auch funktioniert. Und tatsächlich, es leuchtet. Aber das Erstaunliche ist, wenn ich die Lampe wegnehme, leuchtet es weiter. Der Sache wollten wir mal auf den Grund gehen. Deswegen habe ich so ein Licht hier mal genommen und zerlegt. Angeschaut, was innen drin ist. Menge Elektronik, wie auch bei uns. Hinten drauf ein Akku und das Erstaunliche ist jetzt, dieses Teil hier, jetzt hört es wieder auf, braucht nur einen kleinen Impuls, einen Mini-Impuls. Und der sorgt dafür, dass anschließend die LEDs von dem Akku versorgt werden und gar nicht der Strom aus dem Generator hier durch das Rotieren der Felge produziert wird, sondern einfach von dem vorgeladenen Akku. Könnte man sagen, das ist auch noch okay. Leider haben wir festgestellt, reicht das nicht aus, um den Akku hier drin aufzuladen, der Generator, der hier drin verbaut ist, sondern so nach 30, 40 Stunden Betriebszeit ist irgendwann der Akku leer und dann gibt es hin und wieder noch ein leichtes Flackern und sonst nichts mehr.
Das kann man sich im Detail auch noch anschauen. Im Inneren sitzen Magneträder. Ich zeige einmal hier, wie das Prinzip funktioniert. Ein Magnetrad im Generator erzeugt bei Felgenbewegung in einer reinen Aluminiumfelge, die nicht magnetisch ist, einen Wirbelstrom, berührungslos. Der hat ein Magnetfeld, das treibt den Generator an und damit lässt sich der Strom für die Beleuchtung erzeugen. Und es kommt darauf an, wie stark dieses Magnetrad ist und wie gut das aufgebaut ist. Im Plagiat sitzt ein rein optisch sehr ähnliches Magnetrad drin, alles nachgemacht, passt auch in unseren Generatorkörper hinein. Und wir vergleichen jetzt mal die beiden Magneträder. Stellen wir mal hier hin. Unseres und das Plagiat. Jetzt habe ich hier einen Stapel Flyer, eine Metallschere, die ist dann eben magnetisch. Wenn ich die jetzt einmal hier an unseren Generator dran halte, sieht man, kann ich damit anheben, unser Magnetrad. Und das Plagiat dagegen, da reicht es nicht. Das heißt, die Magnetkräfte reichen hier nicht aus, sind nicht stark genug. Und das macht sich dann auch bemerkbar, was die Leistung dieser Lampe angeht. Ja, im Prinzip haben wir hier eine Akkulampe mit dem Nachteil, dass der Akku nicht nachgeladen wird, denn der Generator hier drin ist nicht stark genug, um den Akku aufzuladen. Der reicht nur, um am Anfang einmal den Impuls zu geben, damit hier das Licht blinkt, was ständig wiederholt wird. Aber nach 30 Stunden ist dann auch Schluss. Damit sind wir auch schon beim letzten Punkt. Plagiate sind oft nicht so toll. Und wer hier beschissen wird, ist ja auch offensichtlich klar. Allerdings sind die Teile schon interessant, weil das Prinzip ja funktioniert. Und ich habe mir gleich eine ganze Reihe davon gekauft. Zum weihnachtlichen Schrottwichteln können die Teile wirklich geeignet sein, denn man kann zumindest das Prinzip einmal zeigen und für eine Weile funktionieren ja zum Beispiel diese Lampen auch. Nur würde ich dafür kein Geld ausgeben und wie man diese Lampen bekommen kann, ohne dafür Geld zu bezahlen, beziehungsweise sein Geld komplett zurückbekommen kann, das zeige ich beim nächsten Mal, denn das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also, was ich fast noch vergessen hätte, ist der direkte Vergleich. Der direkte Vergleich vom sogenannten Luco Self-Powered Light mit einem Magnic Light. Dazu habe ich hier mal die beiden Dinge an einem Rad montiert. Ein Luco Light, ein Magnic Light. Ich drehe mal hier. Man sieht jetzt wahrscheinlich nicht viel. Ist etwas blendet. Halten wir mal hier etwas davor. Ja. Nochmal. Wir haben uns dann gefragt, ob das ein Zufall ist, aber ich habe 3 Exemplare gekauft und das ist tatsächlich das Beste der 3 Plagiate, was ich hier montiert habe. Ja, und wo man dieses Prachtstück erwerben kann und möglichst kein Geld dafür bezahlt, das verrate ich tatsächlich beim nächsten Mal.